der Klaus wollte schon immer mal in den Burgerladen von JP fahren. Ist auch mal ein schöner Anblick, ne? So beide Autos hintereinander. Hi. Leer heute, weil die letzten beiden Tage waren sehr, sehr voll. Der Turbo, genau, in GT3 RS Optik. Hallöchen und herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Video. Hallo. Hallo. Wir fahren gerade zum Porsche Zentrum Recklinghausen und holen den GT3 wieder ab, weil der war ja da zur Reparatur. Da wurde aber jetzt nichts Schlimmes dran gemacht. Ja, du kannst es besser erklären. Ja, wir hatten an der Hinterachse links so ein Knacken. Das Knacken wurde dann beseitigt und dadurch wurde irgendwo an der Hinterachse eine Schraube andersrum eingebaut. Diese Schraube wurde dann einfach mit der Mutter vertauscht, also einfach nur andersrum wieder dran geschraubt. Und das hat auch Porsche veranlasst, das heißt Recklinghausen, das Porsche-Zentrum hat... Also es war kein Versehen, es war absichtlich so gemacht, damit dieses Knacken halt eben weggeht. Ne? Was dann aber passiert ist, dass man die Spur und den Sturz nicht mehr richtig einstellen konnte. Genau, wir haben ja jetzt die Räder gewechselt. So, das ging zwar noch, nur man kam mit dem Drehmomentschlüssel dann gegen diesen Kopf der Schraube und das war natürlich dann blöd. Und das wird jetzt einfach wieder rückgängig gemacht. Ja, und die haben aber wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt die ganze Hinterachse dafür ausbauen müssen. Ja, da musste die ganze Hinterachse für runter. Für eine kleine Schraube musste die ganze Hinterachse ausgebaut werden. Das ist halt, ja, wie jetzt beim Räderwechsel musste halt die Spur nochmal eingestellt werden und das ging halt jetzt nur unter der Voraussetzung, dass diese Schraube dann halt eben wieder richtig rum ist. Ja, und deswegen fahren wir jetzt zum PZ Recklinghausen, holen den GT3 wieder ab und, oh Gott, mach mal die Scheibe sauber, das sieht ja schrecklich aus. Auf jeden Fall, wir haben ja jetzt trockene Straßen. Wetter sieht auch einigermaßen passabel aus und wir sitzen ja gerade im GTI Clubsport und gleich sind wir mit 2 Autos unterwegs und ich glaube, dann können wir auch noch ein bisschen wieder Gas geben. Es ist echt ätzend. Im Winter, ne, hat man kaum irgendwie mal einen Tag, wo man mal Spaß mit seinen Autos haben kann. Aber heute, wenn es so bleibt, ich hoffe es, toi toi toi, dann ja, können wir auch gleich mal wieder ein bisschen fahren. Und ich dachte mir, auf dem Rückweg können wir doch mal Burger essen fahren, oder? Weil der Klaus wollte schon immer mal in den Burgerladen von JP fahren. Und das liegt bei uns auf dem Rückweg und deswegen fahren wir da heute mal hin und essen Burger. Ich fand die Burger von den ganzen Videos, die es im Netz gibt, die sahen schon echt knorke aus. Echt knorke, ja. Und die wollte ich unbedingt mal probieren, die sahen echt lecker aus. Ja, es ist ja nicht so, dass wir heute Abend nochmal Burger essen fahren, ne? Ja, stimmt. Heute Abend wieder in Düsseldorf. Nur Burger. Ja, gib mal ein bisschen Gas jetzt so, und dann sehen wir uns gleich im Porsche-Zentrum wieder. Ja. Ist auch mal ein schöner Anblick, ne? Ja. So beide Autos hintereinander, das sieht schön aus. Echt schön aus. Ich muss auch sagen, mir gefallen ja echt die... ich finde die neuen Felgen echt schön. Hol mir Kaffee. Ja, holen wir auch mal einen. Hast du abgeschlossen? Ja. Oh, ist das herrlich, wenn die Straßen mal trocken sind. So, wir fahren jetzt weiter nach Dortmund und wollen uns noch ein bisschen stärken, und zwar mit einem Burger. Und gucken mal, was da so los ist. Ich war ja noch nie da. Mein Freund, der will da schon seit einer Ewigkeit hin. Aber wir haben es halt zeitlich noch nicht geschafft. Und da das jetzt ja, quasi auf dem Rückweg liegt, fahren wir da jetzt mal vorbei. Und gucken wir mal, was da so zu gucken gibt. Seid ihr eigentlich auch so, dass ihr auch so eine Emotion bei eurem Auto habt? Oder sagt ihr, ein Auto ist halt ein Gegenstand, mit dem man gerne fährt? Oder... Also zum Beispiel, ich habe halt wirklich bei diesem Auto hier so richtig Emotionen dabei, wenn ich den Wagen fahre. Beim GTI ist das so, der macht zwar auch Spaß, aber das ist so ein Auto, ja, den könnte ich auch irgendwann mal austauschen. Dann denke ich immer schon so, ja, was hole ich mir als nächstes für einen Alltagswagen? Aber der GT3, oh, das ist so, den könnte ich eigentlich nie wieder abgeben, weil da einfach schon so viel Emotionen dranhängen und ich so viel damit erlebt habe. Früher dachte ich immer, wie kann man so viel Emotionen an einem Gegenstand hängen haben?
Als ich selber noch als Automobilkauffrau tätig war, da, wenn dann mal Leute ihre Gebrauchtwagen dann verkauft haben und ein neues Auto gekauft haben, dann waren die teilweise richtig traurig, ihre Gebrauchtwagen abzugeben, weil die halt so Emotionen dabei hatten. Und ich dachte mir immer so, boah, wie kann man denn an so einem Gegenstand so hängen? Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Aber mittlerweile, bei dem hier, bei dem GT3, kann ich das auch vollkommen verstehen, weil, ja, ich bin mit dem Auto schon in so vielen Ländern gewesen, habe so viel erlebt, habe so viele Touren gemacht. Und ich hatte so eine schöne Zeit, auch mit Freunden und mit meinem Freund. Und das war alles, ja, immer so mit dem Auto halt hier. Ach, gibt's doch nicht. Hier bin ich früher mal feiern gegangen. Das ist das Rush Hour. Ha, alte Zeiten. Damals, als ich noch jung war und noch nachts so lange aufbleiben konnte. Das war da vorne, hinter der Tankstelle, aber ich bin mir nicht sicher. So, da sind wir. Ja, geil. Ja, das ist ja riesengroß hier. Benzin. Hi. Hi. Hallo. Eine Fanta mit. Fanta. Aber sehr gerne. Wir sind ein sympathischer Menschen. Ich wette, du bist auch so freundlich, wenn die Kamera aus ist, oder? Ist die an? Ja, das ist durch. Echt jetzt? Ich habe jetzt gedacht, das wird. Nee, ich bin immer so. Schalt mal bitte auf. So, eure wunderbaren Getränke. Ja, perfekt, danke. So freundliche Mitarbeiter hier. Mach Ja, ich mal viel Mühe. hochloben. Leer heute, weil die letzten beiden Tage waren sehr, sehr voll. Echt? Das heißt sehr ruhig war der. Ach, Riesenladen, hätte ich gar nicht erwartet. Ja. Sehr cool. Es sind 3 Stockwerke und drüben das andere Gebäude ja auch noch. Ne? Ich habe ja schon ein paar Videos gesehen, der Laden hier ist aber riesig. Also das kommt auf den Videos immer gar nicht so rüber. Ich finde die Idee sehr cool, weil er hat halt gleichzeitig hier seine Garage, ne? Hat hier seine ganzen Autos geparkt. Da vorne ist noch eine Halle, wo er, glaube ich, die dann da irgendwie an den Autos da rumschraubt. Und hier gibt es dann halt eben Burger und es ist einfach eine Riesenfläche. Sehr cool. Der Burger war übrigens sehr lecker. Und wenn wir das nächste Mal in Dortmund sind, kommen wir wieder vorbei. Das war echt so viel Fleisch, dass ich den jetzt gerade gar nicht mehr geschafft habe. Shame on me. Wir treffen uns ja jetzt gleich noch mit unseren Freunden zum Burger essen. Hast du auch Platz? Ich nicht mehr. Ja, ein Salätchen ist noch drin. Ja, los, ab geht's. Ah, guck mal. Der Turbo, genau, in GT3 RS Optik. Wenn man das sehen kann, soll ich mal hier so machen, dann kann man besser sehen. Ja, geht schon. Wir waren ja auch erst am Überlegen, ob wir diese Farbe halt nehmen, ne? Ja, aber die gab es ja schon. Die gab's ja schon. Ja, schon krass, was der hier aufgezogen hat, ne? Mhm. So ein riesen Laden, da gegenüber so ein riesen Burgerladen. Das ist schon, muss man schon sagen, Respekt davor. Autos sind auch sehr schön. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber wir müssen weiter. Ja. Komm. Die Straße des Todes, das war schon früher schlimm, wenn wir immer hier mit zur Disco hingefahren sind. Da mussten wir immer über diese vierspurige Straße. Ja, dann lasst uns mal wieder nach Hause und dann... Vielleicht weiter nach Düsseldorf, ne? Richtig. Ja. So, jetzt sind wir gerade auf dem Rastplatz. Ich muss jetzt die Autos tauschen, weil ich will weiter in die Stadt fahren und dafür ist der GT3 definitiv nicht der richtige Wagen. Deswegen fahre ich jetzt mit dem GTI weiter. Wolltest dich nicht mal verabschieden? So, doch. Tschüss. Warte mal. Hier, ohne Schlüssel kannst du fahren. So, gut. Tschüssi. So. Und ich setze mich jetzt wieder in den gemütlichen GTI. Ich muss noch ein paar Sachen erledigen.
Und dann fahre ich auch nach Hause und gehe erstmal eine große Runde mit den Hunden, weil es ja endlich mal nicht regnet. Oh Gott, wie sitzt denn der Mann hier drin? Ja gut, ich verabschiede mich jetzt hier schon mal von euch und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank mal wieder fürs Zusehen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, meinen Channel zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal.